Das ist richtig geschmeidig. Seid ihr natürlich, was Frisuren angeht, sehr, sehr vielseitig. Also es ist jetzt nicht nur weil ich jetzt mir hier jedes Mal die Tolle mit Scheitel mache, heißt das nicht, dass das Produkt nur dafür geeignet ist. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich bin der Max, ich bin in Ottobrunn, in unserem Ottobrunner Showroom. Und wenn ihr euch schon mal durch den Kanal ein bisschen durchgeklickt habt, werdet ihr gesehen haben, hier geht es hauptsächlich um Pomade, um Haarpflege, um Haarstyling-Produkte. Wir machen Reviews, wir stellen verschiedene Marken, stellen wir vor, wir haben Tipps und Tricks für euch. Bleibt mal hier, schaut euch ein bisschen um, ich glaube, ihr seid hier an der richtigen Adresse. Ich mache jetzt für euch heute mal wieder ein Review und zwar geht es um ein mattes, wasserbasiertes Produkt. Und zwar geht es um die Tip Top Matte Pomade. Tip Top, eine Firma aus Kalifornien in den USA, ähnlich wie Suavecito, und Layrite kommt auch aus Kalifornien. Genau, das ist quasi, ich sage jetzt mal, die Hochburg der wasserbasierten Produkte, würde ich es mal fast nennen. Nach dem Layrite, der Andi hat ein Übersichtsvideo gemacht, findet ihr hier, sind ja quasi die Erfinder der wasserbasierten Produkte und darauf hat sich immer mehr, verschiedene Marken haben darauf aufgebaut und das Ganze ein bisschen weiterentwickelt. Genau, wie gesagt, ich nehme die Tip Top. Ich fange gleich mal an. Ich zeige es euch von innen. Ich hoffe, man sieht es jetzt ein bisschen und es glänzt nicht so sehr. Es ist eine weiße, ganz leicht glänzende Paste, würde ich sagen. Von der Konsistenz her, mit was kann man die vergleichen? Ich sage nämlich ganz bewusst nicht mit dem Cement Clay oder dem Firm Clay von Suavecito, denn das hier ist viel, viel smoother in der Entnahme und in der Verarbeitung. Vom Halt her kommt es exakt an die anderen beiden Produkte ran, aber ich finde die Entnahme und die Verarbeitung deutlich leichter. Das ist viel smoother. Du hast einen viel leichteren Breakdown. Gefällt mir da nämlich sehr, sehr gut bei dem Produkt. Der Duft, ja, es ist ein sehr, sehr dezenter Vanilleduft. Manch einer wird jetzt automatisch an Layrite denken. Allerdings finde ich, es ist kein so ein süßlicher, sondern ein leicht herberer Vanilleduft. Allerdings wirklich dezent und hält sich eher im Hintergrund. Also wer jetzt nicht so auf Duftbomben steht, der hat hier auf jeden Fall was wirklich Gutes gefunden. Ich gehe mal noch kurz aufs Etikett ein, das hatte ich jetzt vollkommen vergessen. Ihr seht es jetzt in dem Fall relativ schlicht, grau, noch mit einem kleinen Anker, finde ich ein ganz nettes Detail. Fange ich mal an mit dem Produkt an sich. Ich habe noch ganz, ganz leicht feuchte Haare. Würde ich bei wasserbasierten Produkten, vor allem bei den matten, grundsätzlich empfehlen, weil das Produkt in den Haaren dann so zu schnell anzieht und dann macht die Verwendung einfach keinen Spaß mehr. Also dann gibt es ein Rupfen und ein Ziehen, gerade wenn ihr jetzt so volles Haar habt wie ich, da finde ich, wird das Ganze immer schwierig. Ich kämme jetzt mal noch die losen Haare aus, die eventuell noch drinnen hängen. Genau. Und dann geht es auch schon ans Produkt. Ich hoffe, man erkennt das jetzt gut. Das ist, ja, natürlich brauche ich ein bisschen Druck, da es firm bzw. heavy hold ist, aber es geht super easy raus. Der Breakdown, und das ist es, was ich gemeint habe, das ist richtig geschmeidig. Lässt sich super schnell und super gut verteilen, verreiben. Natürlich, ihr habt ja so ein bisschen weiße Rückstände, die lassen sich am Anfang nicht vermeiden, bleiben im Haar, aber nicht vorhanden. Also keine Sorge, da passiert nichts. So, man merkt schon eine gewisse Klebrigkeit jetzt auch schon an der Hand und ich merke auch jetzt schon, das Produkt gibt schon Gas. Also super easy einzuarbeiten und zu entnehmen, gibt aber auch gleich Gas. Und deshalb meinte ich vorhin, nehmt auf keinen Fall, also verwendet das am besten nicht im zu trockenen Haar, denn sonst wird das Ganze ganz schön umständlich werden. So, vielleicht nehme ich noch ein ganz bisschen nach. So, noch einen kleinen Scoop. So, schön verteilen. Was das Finish angeht, es ist wirklich ein relativ mattes Produkt. Es ist kein zu 100% stumpf mattes Produkt, aber es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr matt. Wie gesagt, vergleichbar, da nehme ich jetzt wirklich wahnsinnig gern Suavecito oder Layrite her, das Cement Clay bzw. das Firm Clay, weil die nehmen sich, letzten Endes nehmen die sich nicht viel.
So, ihr seht jetzt schon, meine Haare waren tatsächlich noch ein bisschen zu trocken und ich habe den Kamm nicht angefeuchtet. Deshalb zieht es jetzt ein bisschen, aber es funktioniert natürlich trotzdem noch. Erstmal die Haare grob nach hinten. Empfehle ich ja auch immer, nehmt bei solchen Geschichten oder generell bei festeren Produkten am Anfang immer erstmal noch einen gröberen Kamm. Weil wenn ihr gleich mit dem feinzinkigen anfangt, werdet ihr keinen Spaß haben. Das ist dann nur noch Gerupfe und Geziehe und dann am Ende verteufelt ihr das Produkt, obwohl das Produkt selber gar nicht so viel dafür kann. Genau, das ist jetzt mal grob gemacht. So, dann. Jetzt nehme ich anderen Kamm, gröbere Seite zuerst und dann danach die feinere Seite. Einfach um schon mal so eine Grundrichtung vorzugeben, was ich denn gerne hätte. Schön nach hinten kämmen. Ja, also den Tipp, den gebe ich euch tatsächlich wahnsinnig gerne und auch jedes Mal. Feuchtet den Kamm an. Vor allem, wenn es dann ums Nachstylen geht und alles mögliche. Es macht es so viel einfacher, so viel geschmeidiger im Nachhinein, das Arbeiten. Das glaubt man am Anfang nicht, aber es ist tatsächlich so. Es geht alles deutlich einfacher, wenn der Kamm angefeuchtet ist. So, genau. Wer natürlich am Ende sagt, mir ist das Produkt noch nicht zu 100% matt genug, kann auch föhnen. Gibt noch mal ein bisschen extra Halt und es wird dunkler, also matter, aber dann wird das Nachstylen wirklich richtig schwierig. Wenn ihr sagt, am liebsten habe ich die Frisur so, wie sie ist und danach wird auch nicht mehr nachgestylt, okay, dann könnt ihr auch super gerne föhnen. Aber ansonsten, wenn ihr sagt, ach ja, aber ich habe das schon ganz gerne nochmal hier ein bisschen nachkämmen, da ein bisschen nachkämmen, dann würde ich lieber nicht nochmal extra föhnen. Das wird dann vielleicht ein bisschen sehr viel. Jetzt Scheitel. Ich kämme hier jetzt auf der Seite wieder mit der gröberen Seite, dass ich hier schön die Scheitellinie finde. So, halt sie mir hier. Ziehe mir die Haare erstmal ein bisschen nach unten. So, und jetzt setze ich die grobe Seite an und ziehe mir erst einmal aufs Grobe die Haare so, hier in die Richtung, in die es dann nachher ungefähr gehen soll. So, seht ihr gleich, ergibt sich dann eine sehr, sehr schöne Scheitellinie. Da muss man dann auch keinen Scheitel reinrasieren oder so, weil so kann man sich jedes Mal nochmal umentscheiden, ach, vielleicht heute doch kein Scheitel. Genau, da habt ihr dann immer noch mal die Wahl. So, jetzt gehen wir wieder zu dem gröberen Kamm. Ja. Genau, damit kriege ich dann jetzt nämlich noch ein bisschen Struktur und ein bisschen Volumen rein. Ich kann mir die Haare jetzt nämlich schön hochziehen. So. Es ist natürlich gerade mit so einem, ich sage jetzt mal fast eher mit einer Pastenpomade, mit einer Paste Pomade, seid ihr natürlich, was Frisuren angeht, sehr, sehr vielseitig. Also da könnt ihr jede Menge Frisuren euch zaubern. Gerade wenn ihr jetzt kürzere Haare habt, so wie der Matthias zum Beispiel, seht ihr auch in unserem Video zum MG Clay, findet ihr jetzt auch da oben. Ich sage jetzt mal Beach Look, geht damit natürlich auch super easy. Also es ist jetzt nicht nur immer, nur weil ich jetzt mir hier jedes Mal die Tolle mit Scheitel mache, heißt das nicht, dass das Produkt nur dafür geeignet ist. So. Okay. Also mein grobes Styling ist jetzt erstmal fertig. Da werde ich mich dann noch ein bisschen dran spielen. Hier noch ein loses Haar, das haue ich mal raus. Aber jetzt kommen wir mal nah an die Kamera. Und ich meine, ihr seht jetzt schon, das ist nicht viel Glanz. Das ist schon relativ matt jetzt. Wird natürlich noch ein bisschen matter, aber es wird kein richtig stumpf matt. Deshalb finde ich echt ganz cool. Wie gesagt, zum Nachstylen empfehle ich auf jeden Fall mindestens einen feuchten Kamm oder die Hände anfeuchten, wenn ihr nur ein bisschen durchfahren wollt. Denn sonst könnte es schwierig werden und ihr rupft euch einfach nur ein bisschen die Haare aus. Das war's jetzt erstmal von mir zur Tip Top Matte Pomade. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr wollt, lasst uns doch ein Abo da, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr nämlich keines unserer Videos mehr. Und schaut doch auch noch auf unseren Social Media Seiten, auf Facebook, auf Instagram vorbei. Und solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, ruft uns an oder schreibt uns, wir sind gerne für euch da. Bis dahin sage ich ciao, servus, euer Max.